Wo sind wir hier? Welche Musik? Reappeared just as smoothly as we had left, but we were somewhere very different. Mr. Preston and Mr. Logan were speechless, but the professor just continued studying his box. Looking back, I suppose I was rather stupid, as I ended up chasing a beautiful butterfly. I was lost, but soon I realized I wasn't as alone as I thought. Die ersten Affen-Indianer, man kennt sie. Oh nein! Hilfe, die Affen-Indianer! I believe we had time traveled, but there was no time to sightsee. Man kennt sie, die Affen-Indianer. Die Ureinwohner von früher. Oh Mann, oh. Hui. Einfach nicht stoppen. This seemed quite valuable. Ey. Nam 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 nam. Oh Leute, ich habe die grüne Pflanze nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. The prehistoric world looked like paradise, except for the killer cavemen. Was ist das denn? Mit der Zunge holt er mich noch da mitten im Fluge. Ey, lauf doch! Dieser kleine Affe ganz hinten. Hier, guck mal, dieser ganz kleine Affe. Was meinst du eigentlich? Oh, hab die grüne Pflanze schon wieder nicht gesehen. Der kleine Affe, der denkt, oh, komm doch alleine, wenn du dich traust. Und mit deinen großen hier, mit deinen großen Kumpels, da traust du dich, wa? Oh Mann, diese Pflanze! Dum, 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 dum. Man könnte denken, die Affen jagen mich nicht mehr, ne? Ist die abgegangen? Ne, da kommen sie. Ich glaube, da kommen sie. Juhu. Kommen die da? Ja, die kommen. Now, this was clearly worth something. I would have liked to have a look around. Ich hasse diese Pflanzen. Oh, ist hier. Oh Mann. Aber hier ist wenigstens ein Jackpot. Jackpot. Ja, moin, Jackpot. Halbzeit. Also Checkpoint. So, das wollte ich sagen. After literally 10 minutes of Mr. Preston and Mr. Logan saying, "Whoa," and "dude," the professor began to explain, time travel, if I can find the correct point in time, then I should be able to, well, make things better. I suppose it's like we're in that excellent movie, chuckled Mr. Logan. Back to the Future? Replied Mr. Preston. No, that excellent movie. Back to the Future 2? Time Bandits? Time Cop? Terminator? Zurück in die Zukunft. Groundhog Day. Grüß.
Täglich grüßt das Murmeltier. The box let out a loud bleep as the professor gave it a heavy thump. This damn thing's so dependent on the maths used to calculate where the Earth is at any one point in time and space, that it's almost random where we'll end up, or even how long the time window will stay open. That last one was the shortest I've had yet. Although obviously apprehensive of our situation, I think Mr. Preston and Mr. Logan were too excited to really pay attention. But they were far less excited when I asked what his longest stay was, and the professor replied, about 15 years. I was stranded in ancient Egypt for so long. They had me build them a steam-powered robot. You should have seen the things they had it build. Yes, wonderful things. So wurden also die Pyramiden gebaut. Durch Zeitmaschinen. Und dann wurden Maschinen gebaut. Zeitmaschinen haben die Pyramiden gebaut. Also. As great as my shoes were, they weren't much use when there was nothing for them to stick to. I rode deep into the cave, but at least I had found the professor some firewood. Now I just needed to get back to everybody else. Also das akzeptiere ich nicht. Ich bin an der Decke lang gegangen. Wie kann ich denn abstürzen, wenn ich die Decke lang gehe? Das macht doch gar keinen Sinn. Komm ich da durch? Macht doch gar keinen Sinn, da durchzugehen, oder? Ich habe gerade gesagt, das macht keinen Sinn, da durchzugehen, oder? Was ist dieses Bett und Rammen da rechts? Ich will mal mit dem Finger dahin zeigen, aber macht ja gar keinen Sinn. Wieso kriege ich Stromschläge, wenn ich Sven anpasse? Ich wollte nur noch mal sicher gehen, ob ich wirklich einen Stromschlag kriege. Ich mag das Level jetzt schon nicht. Spinnen! It may seem ridiculous, but I really did fall this far into the cave. Yeah, Feuerholz. Things started Ich spring da auch voll rein. Aber so voll. Everybody warmed themselves by the fire. In the orange. Was ein Spiel gefällt mir. Warum? Mr. Logan was much more comfortable now that he could see his surroundings, but Mr. Preston kept saying, "We're in bloody dinosaur times." The professor laughed. He pointed out that there was 65 million years between dinosaurs and the emergence of man. But that just made Mr. Preston panic about possible dinosaur ghosts. I got the feeling Mr. Logan had heard this kind of talk before, as he sighed when he said, "Oh, I suppose you believe in ghosts as well now, do you?" "Well, yeah," said Mr. Preston. "Barry's missus says this bloke who works with her uncle reckons his brother saw one. Fact." And with that, he began to tell the most amazing story I had ever heard. He explained how there was a man traveling through the Black Wall Tunnel, who saw a young motorcyclist stood by a smashed-up motorbike. The man stopped, so the motorcyclist told him an address, but when he got in the back of the car, he fell silent, clearly in shock. "This isn't a ghost story," interrupted Mr. Logan. "This is called giving someone a lift." Mr. Preston was annoyed. Mr. Logan's stupid joke had ruined his train of thought. The brother of a bloke who works with Mrs. Silton's uncle gave a young motorcyclist a lift after a crash outside the Black Wall Tunnel. I said, just happy to be part of the conversation. "Yeah, that's it," said Mr. Preston as he explained that when the man arrived at the address, the motorcyclist had vanished. He said the man, not knowing what else to do, knocked on the door of the house. Soon an old lady answered, and when the man asked her if she had a son, she burst out crying and sobbed, "I did have, but he died 10 years ago today, just outside the Black Wall Tunnel."
I couldn't believe my audio senses. This was concrete proof of the afterlife. I mean, Mr. Logan did point out that the story was from a children's TV show called Grange Hill. But you can't argue with the facts. Soon, the professor had finished inputting whatever data his box needed. Robot, he said, we need to be outside for my computations to be truly accurate. Find us an exit from this platonic allegory. Okay. Schnacken aber gerade echt viel, ne? So, und in dem Moment hören sie auf. Alles klar. So, Kinder, was ist los? Muss ich euch schon wieder helfen, wa? Dann gehe ich jetzt erstmal darüber. Grüne Spinnen. Ja, was hat der denn für eine Zunge? Einmal quer übers Bild oder was? Okay, wir gehen erstmal runter. Nee, das ist auch nicht richtig. Och Mann, diese Pflanzen, ne, die würde ich am liebsten mal eben löschen. Und wieder 1000 Wege hier, du. Links ran, rechts, links, rechts, geradeaus. Okay, hier haben wir unseren ersten Kandidaten. This block looked perfect, so I decided I would only place it where the professor said I should. Musik, Mitdenken, realistisch, aber schwachsinnige Taten, sprich das heimliche Pfeifen, Wippen in dem Typen im Sarg, Mitgefühl und so weiter und so fort. Jupp. Vielleicht sollte ich damit nicht einfach direkt runterspringen. Moin, hier kommt der Erste. Ja, da fehlen noch so 4 Stück, würde ich sagen. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Wir machen erstmal unten fertig. Weil hier rechts waren wir ja noch nicht. Dass man das immer erstmal zweimal ausprobieren muss, um zu verstehen, dass das nicht funktioniert, ne? Okay, wir haben ihn. Jetzt mit ihm auch noch. So. Lass mich doch. Oh, diese Spinnen und Pflanzen und Steine. Diese Spinne regt mich so auf. Kriegst du gleich einen Felsen ab, Kollege. Und es ist nicht so eintönig.
Die Grafik, der Hintergrund und wie jetzt zum Beispiel Jurassic Park, Urzeitaffen ändern sich. Ja, jetzt sind wir hier in irgendeinem komischen Dschungel. Oh, diese Pflanze! Ja, guck mal, da oben sind schon 2 Leben. Oh, ich habe sie jetzt beide gesnackt. Hui. Ja, jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, oder was? So. Nächste. Hui. Guck mal, das ist Easy Stein. Zack. So, letzter. Ah, nein! Oh, doch. Okay. Okay, wie bringen wir den Stein denn jetzt aber in Sicherheit? Nein, so nicht. Hier lang? Oh, ganz easy. Okay, und jetzt? Achso, warte mal, so und dann jetzt so. Ah. Schaffen wir alles, ne? So, Leute, kommt. Well, I've reversed the polarity of the neutron flow, so, here we go, said the professor as the glowing light surrounded us again. Weiter geht's. This is it, said the professor as he looked around. Oh no, he gasped as his expression became far more serious. It's the wrong time. We had appeared in another barren desert. I was beginning to think that the past was made of nothing but sand. The professor looked concerned as he examined his box. It was then that we realized we were completely surrounded. The men seemed to think I was some kind of god, or, as it turned out, some kind of sacrifice. Die vergöttern mich und dann werfen die mich zum Fraß vor, oder was? Erst hier einen vergöttern. The stalactite above me looked quite unstable, like it was ready to come down. Okay, was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, lol. Damit rechnet man ja mal gar nicht. Some things were worthless junk, but this could be sold for a decent price. Lass mich überlegen. Ja, lol, voll auf die Spinne rauf. So, dich nehmen wir mit. Du bist mein Lieblingsknödel.
Naja. Ui. Wieso sind eigentlich die gleichen Spinnen? Die gleichen Spinnen, hier, ne? Aus der Vergangenheit. Hier immer noch on Tour. As I got to the top of the cliff, I could see everyone else being led In away in Ägypten. heavy chains. Their extravagantly dressed capturers were only moving them in a slow march, so I followed them at a safe distance. Er kann die doch alle umbringen, oder nicht? Was mit den bloßen Füßen? Strangely, the men seemed to ask the professor something, who nodded in agreement. Although they clearly knew each other, the man in charge pushed the professor into a small wooden cage, along with Preston and Logan. The men then left. I was about to attempt to free my friends when one of the men returned with some tools. It was then I heard some machinery start in the distance, and the man left again. I then found out what the machinery was. Ein Boss! Hilfe! Hä? Was mache ich denn, um ihn auszuweichen? Hä? Ach, über ihn springen. Oh lol. Ja, das macht Sinn. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Oh, ich will immer wegrennen und irgendwie... Yeah. Ich will immer wegrennen, statt einfach über ihn rüber zu springen. Ui. Also der Boss, ne? Der nervt mich gerade so ab. Der ist überhaupt nicht schwer, aber... Hier, guck mal, ich will schon wieder wegrennen. Spring doch einfach rüber. Ah, jetzt hat mein Gehirn endlich kapiert, dass ich darüber springen muss. Zum Glück muss man nicht immer, wie vorhin schon, nicht jede Phase irgendwie einzeln immer wieder von vorne machen. Huyo. Huyo. Hä, hab ich doch gar nicht getroffen. Zählt nicht. Oh, perfekt gefangen. Okay, ich muss immer warten, bis er runterkommt. Oh Gott, ich bin aber auf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum man so schlecht ist. Ich kann das selber nicht beurteilen. Also erklären. Weil ich muss mich einfach nur hier hinterstellen. Hier passiert mir gar nichts. Guck mal. Das ist so einfach, der Boss. Guck mal, wie einfach der ist. Yeah. Yeah.
Wie riesig war die denn? Hui. Hilf! Heia! 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 Jetzt mach es doch richtig. Stell dich doch nicht so dumm an. So, jetzt kommt diese Riesenwelle gleich, ne? Ja! Eigentlich war das ein richtig einfacher Boss. Eigentlich easy, aber Gehirn sagt nein. Mr. Preston took a chance to do something I'm guessing he thought was brave, shouting, "Catch you later, you ancient Egyptian dickweeds."